So when you subject your mind to these teachings, when you listen to these teachings carefully, Wenn du deinen Geist auf diese Lehren richtest, consistently, and you apply yourself diligently to understanding these teachings, also wenn du diesen Lehren konsequent folgst, you will discover who you really are. dann wirst du entdecken, wer du wirklich bist. And this will allow you to what? Live happily here with the understanding of non-duality. Und das wird dich zum Glück führen und Kenntnis der Nicht-Dualität. You can easily manage the world of duality if you have non-dual vision. Du kannst also gut in dieser dualen Welt leben, wenn du eine nicht-duale Vision hast. But when you have only dualistic vision, you're going to suffer. Aber wenn du immer nur deine duale Vision, Perspektive behältst, dann wirst du leiden. Because you're not in control of the objects. Denn du bist nicht, du hast die Objekte ja nicht unter Kontrolle. What objects? Welche Objekte? The objects that I want. Die Dinge, die du haben möchtest. Right? Stimmt's? If you're in control of the objects that you want, Wenn du die Dinge kontrollieren kannst, die du möchtest, then you will have all the objects you want, won't you? dann würdest du alles haben, was du haben willst. And you'll be happy. Und dann würdest du glücklich sein. You're only unhappy because you don't have the objects that you want. Du bist ja nur deshalb unglücklich, weil du die Dinge, die du möchtest, nicht hast. All of my emotional problems are caused by what? Dissatisfaction with what I have. Alle meine emotionalen Probleme sind begründet in der Unzufriedenheit mit dem, was ich habe. If I have everything I want, I'm happy. Wenn ich alles habe, was ich möchte, dann bin ich glücklich. But the problem is, I'm not in control of the objects. Aber das Problem ist, ich habe die Objekte ja nicht unter meiner Kontrolle. When you live in duality, there's another factor, we'll call it God. I know it's a bad word. Maybe not. In der Dualität lebst, da gibt es noch einen anderen Faktor, wir nennen es Gott. Ich weiß, das ist ein schlechtes Wort. God is existence. Gott ist Existenz. It's not one God or many gods. There's only God. Da ist nicht ein Gott oder viele Götter, sondern alles ist Gott. Everything is only God. Alles ist nur Gott. It's God consciousness that controls the behavior of all the objects. Es ist Gottbewusstsein, was das Verhalten aller Objekte kontrolliert. God controls what? The physical objects, Gott kontrolliert die the laws of physics, laws of thermodynamics, the laws of audition, the laws of optics, Die Gesetze der Physik, die Gesetze der Thermodynamik, die Gesetze der Optik, the photosynthesis, all the processes and so forth in nature, in the material world, are controlled by consciousness or God. alle diese Prozesse in der natürlichen Welt werden von Bewusstsein kontrolliert oder von Gott. And God controls all of the forces in the mind or the psyche also. Also Gott kontrolliert auch alle Kräfte, die in unserem Geist wirken und in unserer Psyche. You're not controlling your thoughts, are you? Ihr kontrolliert eure Gedanken nicht, Huh? oder? If you're controlling your thoughts, then tell me what you're going to think in 2 minutes. Wenn ihr eure Gedanken wirklich kontrollieren könntet, dann sagt mir, was ihr in 2 Minuten denken werdet. You don't know. Ihr wisst es nicht. You have no idea. Ihr habt keine Vorstellung davon. There's a power in you that's generating thoughts. Es ist eine Kraft in euch drin, die die Gedanken generiert. There's a power in you that generates feelings. You don't know what you'll feel in 5 minutes. Auch eine Kraft in euch, die Gefühle generiert. You may be very angry with me for telling you that you don't know who you are. Ihr
wisst auch nicht, was ihr in 5 Minuten denken werdet. Es kann sein, dass ihr wahnsinnig ärgerlich auf mich seid, weil ich euch erkläre, wer ihr wirklich seid. Or you may be very inspired. Oh my God, there's some relief here. There's a way out. There's freedom is possible. Woo! Oder ihr könnt auch sehr inspiriert sein und denken, wow, da ist ja hier wirklich was Richtiges drin. Da ist ein Weg heraus und ich weiß, wie ich Freiheit erlangen kann. You don't know. Ihr wisst es nicht. There's a power, a great power, that's running in the moral laws. There are laws and rules, moral laws, operating in the universe. Who controls those laws? Es gibt moralische Gesetze, die im Universum funktionieren. Aber wer kontrolliert diese Gesetze? Even local laws about paying your taxes. Sogar solche Gesetze, die hier eure Steuern zahlen. You don't control those laws. The politicians control, and somebody controls the politicians, and somebody controls that somebody, and it's out of your hands. You Wer just kann diese Gesetze kontrollieren? Ja, die Politiker können das kontrollieren, aber irgendjemand kontrolliert wieder die Politiker und so weiter. Es ist nicht in eurer Hand. so that power that's in control of the objects is not in your hands. Diese Macht, die die Objekte kontrolliert, ist nicht in eurer Hand. This is why trying to get happiness from objects is very difficult. Deshalb ist es sehr schwierig, von den Objekten Glück erfahren zu wollen. Sometimes the world of objects gives you what you want. Sometimes it doesn't give you what you want. Manchmal gibt die Welt der Objekte dir das, was du möchtest, und manchmal eben nicht. Sometimes it definitely gives you what you don't want. Und manchmal gibt es dir ganz bestimmt das, was du nicht möchtest. Maybe more often than not, you get what you don't want than what you do want. Vielleicht bekommst du sogar öfter das, was du nicht willst, als dass du das bekommst, was du willst. Because what happens to you is not up to you. Denn das, was dir passiert, hängt nicht von dir ab. When you wake up in the morning, you think it like you imagine that your day will go like this, Wenn du morgens aufwachst, dann stellst du dir vor, dass dein Tag eine bestimmte Richtung nimmt, but your day goes the way your day goes. You don't know, aber der Tag nimmt eine ganz andere Richtung, doesn't it? oder? Huh? You see what the problem in living with objects, in trying to get, and when you get an object, does it remain the same? Also so seht ihr, wie das Leben mit den Objekten ist. Und wenn ihr dann ein Objekt erlangt habt, bleibt es das Gleiche. Like, let's take for example a relationship. Lasst uns zum Beispiel mal eine Beziehung nehmen. Now, when you fall in love with somebody, Wenn ihr euch verliebt, that's very wonderful, isn't das it? ist wunderbar, oder? You're so happy. Ihr seid so glücklich, You're so full. ihr seid so voll, You're so complete. so vollständig, You're full of joy. ihr seid voll von Freude. That's because when you get what you want, you start experiencing yourself. Das hängt damit zusammen, dass wenn ihr das bekommt, was ihr euch wünscht, dann erfahrt ihr euer wahres Selbst. Your desire for the object, you're lonely. You see, you start, I'm lonely. Ja, also zum Beispiel, ihr wart vorher einsam. And the desire to have a partner, to have a wife or a husband or a boyfriend or a girlfriend, the desire to love and be loved gets very strong. Und wenn ihr einsam seid, dann ist das Bedürfnis, einen Mann oder eine Frau zu haben, sehr stark. Also das Bedürfnis, geliebt zu werden und zu lieben. And you have a fantasy. Und ihr habt viele Fantasien darüber. How beautiful, that in your mind, such a beautiful person. Wie schön die Person in eurem Geist dann erscheint. Beautiful body, beautiful soul, Schöner Körper, schönes beautiful heart, schönes Herz, spiritual, spirituell, exciting, aufregend, romantic. romantisch. And then you have the strong desire. Ihr habt ein ganz, ganz starkes Bedürfnis. And then you get on Match.com Und dann geht ihr zu Match.com and you read all of the. Oh, that's the one for me. Oh, they like you, you like them. You meet, findet ihr jemanden und sagt, oh ja, das ist der Richtige für mich. and you meet. Und ihr trefft euch. Boom, your eyes.
Die Augen. Oh, and suddenly, and then you embrace. Und dann umarmt ihr euch. First there's excitement, then you embrace. Then my apartment or your apartment? Then you make love. Oh, that's the one for me. You're so happy. Und dann schlaft ihr miteinander und dann denkt ihr, oh ja, das ist der Richtige. Why, So glücklich. why are you happy? Warum seid ihr dann glücklich? Why are you happy? Warum? Somebody else sees that same person, looks at them, will they be happy? Und jemand anders sieht diese Person, genau die gleiche Person. Ist die andere Person dann glücklich? Oh, they'll look at me. What, you like that? I don't like that. Her nose is too big. Oder der andere Mensch sagt, nö, ich mag sie gar nicht, die Nase ist so lang. No, you know why you're happy? Weißt du, warum du glücklich bist? Not because of the person. Nicht wegen dieser Person. No, not at all. It wasn't the person that brought the happiness to you. Es ist nicht dieser Mensch gewesen, der das Glück in dir aufkommen lässt. The happiness was already in you. Das Glück ist bereits in dir drin. The person fulfilled your fantasy and your desire disappeared. Denn dieser Mensch erfüllt deine Fantasie und in dem Moment verschwindet dein Bedürfnis. And when your desire disappears, your mind goes back to yourself and you experience happiness. Denn sobald dein Bedürfnis verschwindet, richtet sich dein Geist wieder auf dein wahres Selbst. In that moment, you're one with yourself. Und du bist eins mit deinem wahren Selbst. You're enjoying yourself. You're in contact. It's called yoga. You're joined. You're contacted. You're in communication with yourself. In Kontakt mit deinem wahren Selbst und das nennen wir Yoga. Du bist verbunden. And you feel so happy. Und du fühlst dich glücklich. If the joy was in the object, the same joy would be what? Everybody would love the same object. Wenn die wahre Freude wirklich in den Objekten liegen würde, dann würden ja alle Menschen das eine gleiche Objekt lieben. But that's not how it is. Aber so ist das ja nicht. When you divorce your wife, Wenn du dich scheiden lässt von deiner Frau, which is going to make you very happy, was dich sehr glücklich machen wird, because you can't stand her anymore and she can't stand you. du kannst sie nicht mehr ertragen und sie kann dich auch nicht mehr ertragen. Your neighbor marries your wife. Der Nachbar heiratet deine Frau He thinks she's the most beautiful thing, und er denkt, sie ist die schönste Frau. right? Which means the happiness is not coming from the object. Das bedeutet also, dass das Glück nicht in den Objekten liegen kann, The happiness is coming from me. sondern das Glück liegt in dir selbst. Now, that's all well and good. When I got the object, what's the downside of that? So, das ist jetzt, wenn das alles gut läuft und wenn ich jetzt das Objekt bekommen habe, was ist die Kehrseite davon? Now I've got my relationship and I'm no longer lonely. Jetzt habe ich diese Beziehung und ich bin nicht mehr einsam. I'm free of loneliness. Ich bin frei von Einsamkeit. That's the upside. Das ist die andere Seite. What's the downside? Das ist die Unterseite. I am full of anxiety. Ich bin voll von Angst, Right? nicht wahr? Why? Warum? Immediately when you fall in love, you immediately become full of anxiety. Sobald du dich verliebst, wächst die Angst. Why? Warum? Yeah, you don't want to lose the Weil object. du das Objekt nicht mehr verlieren möchtest. You know the object may go away in 5, 10, 20 minutes. Du weißt, das Objekt könnte wieder verschwinden. When his or her feelings change, and he or she no longer loves you as an object, then what? Wenn ihre Gefühle oder seine Gefühle sich verändern und sie dich nicht mehr als Objekt haben will, was passiert dann? Oh, you're so depressed and unhappy. You Dann get bist du over. deprimiert und unglücklich. Please, doctor, I need my medication. I'm so Dann rufst du den depressed. Doktor an und sagst, ich bin sehr deprimiert, ich brauche Medizin. This is a problem with objects. Every object has an upside and every object has a downside. Das ist das Problem mit Objekten.
Jedes Objekt hat eine Oberseite und eine Unterseite. Because the objects are in duality. Denn die Dinge befinden sich in der Dualität. You can't win. Du kannst nicht gewinnen. You can't lose Du kannst auch nicht verlieren, because there's an upside. denn es gibt eine Oberseite. And you can't win Du kannst auch nicht gewinnen, because there's a downside. weil es eine Unterseite ist. Right? Yeah.